In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie lange die Aufnahme so eines Online-Kurses überhaupt braucht. Ich kann dir eigentlich fast versprechen, dass die Aufnahme von so einem Kurs, je nachdem natürlich immer wie lang er ist, aber der ist wahrscheinlich nicht in 2 Tagen erledigt. Wenn du dieser Challenge bisher gefolgt bist und du hast immer deine Übung jeden Tag gemacht und hast immer alles fertig gemacht, um dann nächsten Tag weiter mitmachen zu können, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo du wahrscheinlich auf die Pause drücken musst und das nächste Video vielleicht erst in ein paar Tagen später anschauen wirst. Du kannst natürlich auch weiter mitmachen und das Video anschauen, aber das Problem im Moment ist, du wirst ein wenig länger brauchen, um diesen Kurs aufzunehmen. Wahrscheinlich besteht er nicht nur aus 2 oder 4 oder 5 Videos, sondern vielleicht aus 20, vielleicht aus 30. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Jedes Video wird jeden Tag hier veröffentlicht und die bleiben auch hier, sodass du dir das ganz in Ruhe irgendwann weiter anschauen kannst. Also es spielt überhaupt keine Rolle, wenn das Ganze jetzt länger dauert. Die Vorbereitung ist erledigt. Du musst jetzt nur dranbleiben. Wir haben uns im letzten Video diese Deadlines gesetzt und die musst du auch unbedingt einhalten. Es war also gestern eigentlich schon klar, dass du nicht diesen Tagesplan einhalten kannst. Also mal eben heute einen kompletten Kurs aufnehmen, ja, das wird schwierig. Also selbst wenn du heute Zeit hast und von morgens bis abends nur an deinem Kurs arbeitest, ja, das wird nichts. Also wenn man eine hohe Qualität bieten will, muss man Schritt für Schritt vorgehen und dann muss man vielleicht auch Video für Video vorgehen. Das eine Video ist anstrengender und schwieriger aufzunehmen als das andere. Bei dem einen braucht man mehr Materialien als bei dem anderen. Also bitte nicht hier durchhetzen. Wirklich einfach gucken, dass jedes Video für sich richtig gut aufgenommen wird. Und es spielt gar keine Rolle, ob du jetzt 1 Woche, 2 Wochen, 3 oder 4 Wochen benötigst. Du hast am Ende ein digitales Produkt, was du sehr, sehr viel länger verkaufen kannst. Deswegen spielt es an dieser Stelle keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass du dir eine Deadline setzt, was wir gestern darüber gesprochen haben. Ganz, ganz wichtig, eine Deadline, das brauchen wir unbedingt, weil ansonsten gerät das Ganze in Vergessenheit. Ja, wie gesagt, du kannst weiter mitgucken, du kannst auch weiter Übungen machen oder schon mal Texte erstellen. All das gehen wir jetzt ein in den nächsten Videos, aber du kannst natürlich dir für die Aufnahme der einzelnen Videos Zeit lassen. Kommentier doch einfach, wie weit du gekommen bist, was du für heute geplant hast, was deine Deadline ist. Es ist immer ganz gut, wenn man das mal aufschreibt, wenn man es laut sagt, wenn man sich andere mit ins Boot holt sozusagen und einfach daran teilhaben lässt. Das ist mein Ziel und das will ich schaffen und ja, ist immer ganz gut, wenn man einander bei der Stange hält. Okay, nur so ein kleines Beispiel. Wir haben diesen Kurs jetzt aufgenommen, das ist jetzt 28 Videos, weil 28 Tage, macht Sinn. Und dafür haben wir jetzt 1 Woche Aufnahme angesetzt. Eine Woche sind 5 Tage, jetzt haben wir aber das Glück, wir können den ganzen Tag daran arbeiten. Und das tun wir auch. Wir fangen morgens um 8 an und wir arbeiten bis 3, 4 Uhr an dem Kurs. Natürlich haben wir noch eine Stunde Pause, aber du siehst, also auf die 40 Stunden, da kommen wir auf jeden Fall, wenn wir den Kurs in dieser Woche aufnehmen. Das heißt im Umkehrschluss, dass dann die Aufnahme erledigt ist, nicht das Schneiden der Videos. Da werde ich dann noch eine Woche für benötigen, bis das Ganze geschnitten ist und bis das dann auch hochgeladen und beschrieben und optimiert ist. Also das dauert alles noch seine Zeit. Aber wie gesagt, das stört mich gar nicht, weil es ist einmal für immer. Also das, was wir hier jetzt gerade machen, das hat für ganz, ganz lange Zeit Gültigkeit. Und deswegen glaube ich, dass das sich lohnt, in Ruhe aufgenommen zu werden. Und wenn wir jeden Tag, ja, wir setzen so darauf, dass wir jeden Tag so um die 6, 7 Videos aufnehmen können. Dann haben wir so einen kleinen Puffer von einem Tag. Aber dann schaffen wir das Ganze in einer Woche. Aber dann müssen wir wirklich von morgens bis nachmittags daran arbeiten. Und wir sind zu zweit. Also das ist natürlich auch ein dicker Vorteil. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Vielleicht nimmt es auch so ein bisschen den Druck von deinen Schultern. Also ganz in Ruhe vorgehen, wirklich eins nach dem anderen machen. Und wenn dir das geholfen hat, dann freue ich mich darauf, von dir zu lesen in den Kommentaren. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste. Und den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis morgen. Tschüss.